Ich bin der Paul von Wunderlich. Ich bin einer der Entwicklungsingenieure hier im Haus. Ich bin der Nicola und ich bin der Designer in der Firma. Nicola und Paul, da ist er nämlich schon, der große Türsteher. Die sind gerade dabei, auch für solch ein Modell bei der Firma Wunderlich Teile zu entwickeln. Und genau diese Entwicklung, die interessiert uns so sehr bei Inside Wunderlich. Wie entstehen denn diese schönen Teile, die wir zur Verfügung haben? Und wir sehen es gerade schon so, von Scratch praktisch entsteht etwas, was dann mit Blechen geformt wird, was mit Pappen geformt wird, was zugeschnitten wird. Allerdings bin ich nicht der richtige Mann, der euch das erklären kann, sondern es ist in erster Linie Paul und Nicola. Und damit begrüße ich euch beide mal recht herzlich. Hallo. Schön, dass ihr Zeit habt für uns und mit uns ein bisschen Insight geht in diese Entwicklung, die ihr hier täglich macht. Es ist jetzt mal ein Beispiel, sonst steht hier auch gerne mal eine GS oder alle anderen Modelle, inzwischen auch Harley, wie wir ja wissen. Erzählt uns was über das Heck, über den eigentlich entscheidenden Faktor, es ist was im Kopf und es muss ans Motorrad und die nächsten Schritte, die dann eben dabei entstehen in einer Entwicklung, das ist das, wo wir drauf brennen. Ganz genau, du hast es schon erwähnt, die Idee, die kommt erstmal aus unseren Köpfen hier allgemein im Entwicklungsmeeting. Wir haben einmal in der Woche diese Entwicklungsmeetings und wenn dann die Idee da ist, dann macht der Nicola uns immer ein Design, macht verschiedene Vorschläge, wie kann es aussehen, anhand von manchmal ein paar Strichzeichnungen, dann ausgearbeitet von Bildern oder auf Bilder projiziert. So gibt es verschiedene Herangehensweisen und das ist nie standardisiert, sondern immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ne? In dem Fall hier hatten wir vorher ein Design, hat der Nicola gemacht und jetzt sind wir hier bei diesem Hybridmodell, teils aus Pappe, teils aus Blech, teils gezeichnet und ja, wir so die Proportionen und so, die Stil, die Kontur und ob die Idee ist gut. Ob das kann klappen mit der Passenger hier für der Topcase-Halter. Genau, in dem Fall ist es ein Topcase-Halter. Genau, das ist genau schon der Hinweis. Es ist jetzt nicht nur irgendein Designelement, was hier gerade hergestellt wird, sondern es ist praktisch ja der Beginn der Konstruktion für die Idee, wofür Wunderlich steht. Nämlich auch ein Koffersystem irgendwie an solch ein Fahrzeug zu bringen. Genau, das Design muss sich immer, das ist ganz wichtig, in das Fahrzeugdesign integrieren. Ne? Und die Funktionalität darf dadurch natürlich nicht leiden. Ne? Und das versuchen wir halt alles immer unterzubringen. Und in dem Fall hier kann man es jetzt super, man kann es schon anfassen, man kann die Proportionen sehen, im Anschluss hieran scannen wir das Ganze ein und haben dann virtuell das Modell im PC und können es da quasi dann fertig modellieren. Das heißt, Nicola, und ihr habt schon gemerkt, von der Sprache her, eigentlich Franzose? Halb. Halb. 50-50 mit Franzosen. Okay. In einer schönen Mischung der neuen Ideen, die ihr dann auf Papier bringt und sagt, so und so könnte das aussehen. Ja. Danach setzt sich jemand hin, nimmt praktisch ein Stück Pappe, formt das Ganze individuell im Kopf und wie du gerade schon sagst, auch andere Materialien werden dann so verwendet. Das Scannen ist dann der nächste Schritt überhaupt. Also das ist dann der erste Schritt, bevor überhaupt irgendetwas gemacht werden kann. Ganz genau. Wir dürfen hier alles benutzen, was quasi der Idee weiterhilft. Ne? Deswegen, wir bringen es erstmal so grob in Form und der Scan, den machen wir mit unserem 3D-Scanner, können dann hier über die Kontur abgehen und können uns alle Anschraubpunkte, wir erstellen so eine virtuelle Punktewolke, die wir importieren können. Du siehst auch die Form und so weiter. Genau, du kannst das hat eine Tiefe. Und so weiter. Richtig, das hat eine Tiefe, wir können das drehen. Wir haben auf ein Zehntel genau diese Anbaupunkte, wo wir jetzt hier diese ganze Geschichte auch anschrauben. Das ist ja ganz wichtig, dass wir nachher von der Form her und von den Toleranzen her
immer nah am Fahrzeug bleiben. Ja, vor allen Dingen auch eine Wiederholbarkeit hinbekommen in dem Material und wie es dann im Verbund auch am Ende sein muss. Ich meine, das eine ist Koffersystem und das eine ist vielleicht dann auch die individuelle Gestaltung des Designs seines Rollers. Das andere ist, und das habe ich gerade schon gesehen, sieht im ersten Moment witzig aus, wie so eine Scheibe entsteht, aber ich glaube, an der Scheibe könnten wir ein Beispiel machen, wie es dann weitergeht mit dem 3D, weil das interessiert mich persönlich brennend, wie es dazu kommt oder wie es praktisch einen Übertrag gibt in Daten, die dann wieder verwendet werden können. Ja, ähnliches Konzept eigentlich wie am Höcker, erstmal so von Scratch. Ja, die Scheibe Original ist hier, zum Beispiel, der ist sehr klein. Du hast eine andere Option bei BMW Original und der steht ungefähr da. Ja. Und das bringt nicht viel. Und bei uns, wir versuchen die beste Ergonomie zu geben für die Kunde. Und hier, wir sind ungefähr in die Proportion von GS, nicht so wie ein RT. Und danach kommt der Design da drauf, die paar Linien. Wir versuchen die Stil von der originalen Scheibe, Moped, Atmosphäre und da reinzubringen. Das ist die Idee. Das heißt, die richtige Mischung zu finden. Und du hast es gerade schon erwähnt. GS ist so groß. Das heißt, die Idee hat man schon im Kopf, was funktioniert nicht und welchen Rahmen für die benutzen Proportion wir. von einem Helm, von einem Mensch, von der Schulter, da sind wir ungefähr für 40 Zentimeter. Genau. Und wie gesagt, der Kunde hat diese Fahrzeug gekauft mit dieser Form, also der will ein bisschen diese Form. Das Design weiterleben. Genau, So. Ja, genau. Nochmal behalten. Das ist natürlich dann in der Kopplung der Erfahrung, die man in anderen Segmenten hat. Und ich sage jetzt mal, das ist ein anderer Anspruch, eine Scheibe an der GS zu bauen und die auch haltbar zu machen. Das bedeutet, wenn man das schafft, sollte es eigentlich für solch ein Projekt kein großes Problem sein. Aber es sind auch wieder neue Herausforderungen. In Sitzposition wahrscheinlich, wie ist der Eintreffwinkel, all die Dinge spielen ja dann auch eine Rolle. 3D, wir haben es gerade schon gesagt, ich will es ehrlich gesagt auf jeden Fall mal sehen. Paul hat bereits genau das Teil in der Hand, was praktisch die ersten Bilder macht von eurer Form. Geh einfach mal durch das Thema durch, weil das ist natürlich schon mal der Ursprung. Genau, das hier ist unser 3D-Scanner. Das ist ein handgeführtes Gerät. Du siehst, es hat mehrere Linsen und kann damit, diesen Linsen macht Aufnahmen von dieser Oberfläche, kann dadurch diese 3D-Punktewolke erzeugen. Und du kannst das sehen, das geht blitzschnell. Ich scanne hier diese Oberfläche ab und 1:1 erstellt er mir in dem Programm direkt diese Punktewolke. Du kannst die Textur sehen, du kannst die Oberfläche sehen, die Schrauben siehst du schon. So baut sich hier das auf, was ich gerade hier mit dem Scanner abfahre. Und hier im CAD-Programm kann ich das Ganze dann übereinander legen und anhand von dieser Punktewolke kann ich dann die eigentliche Fläche, die nachher für die Fertigung in Frage kommt, kann ich virtuell erzeugen. Das hier ist ein 3D-Modell und du siehst hier diese Spiegelung in der Scheibe bereits, wie die nachher gewölbt ist. Das muss eine feine Oberfläche sein, eine glatte Oberfläche, darf keine Einschlüsse irgendwo haben. Und die kreiere ich mir hier im CAD-System und die Datei schicke ich nachher, wie gesagt, an den 3D-Drucker. 3D-Drucker hatten wir bei S1000R, wo wir die Fußrasten zum Beispiel als Beispiel genannt hatten. Da war es auch schon mal, da könnt ihr gerne mal in der Beschreibung gucken, ist bestimmt unten ein Link drin. Geht ihr da nochmal drauf. Dann seht ihr schon mal so ein fertiges Teil, wie es dann da eigentlich rausfällt aus dem 3D-Druck und ist extrem beeindruckend, wie originalgetreu es aussieht. Also man wollte es eigentlich dran schrauben und damit fahren. Genau, richtig. Wir können die teilweise auch fahren. Bei den Scheiben ist es jetzt ganz wichtig, dass die natürlich dann auch TÜV-konform sind, weil das bei uns dann in die ABE rein muss. Die müssen begutachtet werden. Aber um die Form zu entwickeln, ist das für uns das A und O, dass wir das so schnell bearbeiten können und dann wieder ausdrucken können und uns Schritt für Schritt da rantasten an die optimale Form. Weil die ist in jedem Fahrzeug immer unterschiedlich. Genau, aufgrund auch der Sitzposition und so, was ja bei einem Roller in der Erfahrung so noch nicht existiert. Ich meine,
die Sitzposition so simulieren auf einem normalen Motorrad ist ja fast unmöglich. Da sind ja andere Ansprüche dann noch. Auch die Abstand von der Helm zum Beispiel da zu da und genau. der Wind macht anders, ist komplett immer anders. Richtig, auch Hinterströmungen, die man quasi hier dahinter der Scheibe hat, die dann auch wieder in die Turbulenzen hinten am Helm reinspielen, die muss man erfahren. Und wir haben, glaube ich, ein gutes Händchen dafür, wir haben ja schon Erfahrungswerte, die wir ja schon von einigen Scheiben jetzt haben. Aber trotzdem ist es immer wieder individuell. Wir testen zum Beispiel mit einer kleinen Menschen, eine große Menschen wie du, immer. Es ist natürlich genau das Thema auch wieder mit den Fußrasten, 3D-Druck. Man macht verschiedene Varianten, die man dann ja auch, wie du schon so schön sagst, erfahren muss. Also die 40 mm Sitzbankerhöhung, die ist für mich nichts, für 1,74. Nee. Aber für dich ist sie wiederum genau das, was du eigentlich dann benötigst. Und ich meine, da geht es ja in erster Linie bei Wunderlich darum, dass du dein Motorrad so personifizieren kannst und eben die Dinge dann auch fortfindest, die funktionieren. Ich meine, sonst wäre es sinnlos, die Arbeit da hineinzustecken. Und das ist eigentlich das Thema Arbeit. Wie lange dauert sowas? Also ich meine, das ist vielleicht von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber der Aufwand ist ja relativ identisch. Ja, nein. Ja, genau. Ja, nein. Ja, genau. Nein, ja, nein. Also, mach mal. Es gibt Konstruktionen, da kämpfen wir hier gegeneinander. Der eine möchte es in die eine Richtung entwickeln, der andere will es in die andere Richtung entwickeln, weil es so viele unterschiedliche Fahrweisen gibt. Man sitzt unterschiedlich auf dem Motorrad, man hat unterschiedliche Ansprüche. Dann wird teils in die Richtung, teils in die andere Richtung entwickelt. Manchmal werden zwei Produkte daraus, manchmal werden beide auch wieder eingestampft. Von daher kann man so eine Zielsetzung für die Entwicklung überhaupt nicht geben. Ne? Es gibt Scheiben, die passen von Anfang an, da haben wir sofort die richtige Scheibe. Und andernfalls sind wir Wochen oder sogar Monate damit beschäftigt, die richtige Form zu finden. Und wenn die unseren eigenen Ansprüchen auch nicht genügt, dann wird das Ganze wieder eingestampft, ne? Weil wir nur das abgeben, was für uns auch, was unseren Ansprüchen genügt. Genau, das ist genau das Schwierige, glaube ich, in einer Firma. Und das bedeutet ja aber auch, ihr habt auch freie Hand in der Zeit, die ihr euch nehmen könnt. Also ich meine, ihr könnt jetzt nicht 5 Jahre an einem Projekt sitzen, aber ihr habt die kreative Zeit, die ihr auch benötigt, um das Produkt dann auch stellvertretend unter der Wunderlich-Fahne so herauszugeben, dass jeder zufrieden ist. Die Art und Weise, weil du es gerade so sagst, manchmal kommt man da nicht zusammen, weil man auch mal miteinander kollidiert, hält die Sache auch frisch, oder? Wenn man da gemeinsam permanent dann wieder ein Niveau finden muss, das ist ja dann eigentlich die Deckungssumme aus dem Großen und Ganzen, wenn dann auch mal 2 verschiedene Köpfe vielleicht dann zufrieden sind, oder? Genau so ist es. Wir haben hier in der Abteilung mehrere Konstrukteure, die haben alle einen Motorradführerschein, alle fahren und wie gesagt, da kommen halt auch immer die unterschiedlichen Meinungen zustande. Ne? Was aber auch gut ist, weil die Welt da draußen, die Kundschaft, die ist genauso bunt, wie wir hier auch sind. Ja. Ne? Ja. Und da einen gesunden Zusammenschluss zu finden, das ist das Ziel hinter jedem Projekt. Und das macht es interessant natürlich und auch die Herausforderung. Inside Wunderlich ist wie immer tief mit im Thema gewesen. Wir haben es von Scratch gesehen, über den 3D-Druck, wie dann später auch das Produkt fertig aussieht und wie es sich fährt. Das erfahren wir natürlich auch gemeinsam und somit würde ich sagen, ab auf die Straße in ein paar Tagen.